Seht ihr die Surfer da hinten? Kommen zwischendurch richtig geile große Wellen. Das sieht sogar beim Zugucken schon geil aus. Jetzt haben wir gerade nicht so viel Glück. Und übrigens, so krass wellig ist es nur auf diesem Strandabschnitt hier hinten. Praktisch links, wenn ihr hier seid. Dann wisst ihr, was ich meine. Wenn man da so ein bisschen rüber geht, da sind zwar auch Wellen, aber Surfen ist da dann eher nicht. Die surfen alle hier. Und da drüben liegen die Leute einfach so am Strand. Dunkel macht das bestimmt Spaß. Mhm. Also, so einen Untergang würde ich jetzt hier nicht unbedingt abwarten. Da komme ich vor wie in so einer komischen Expedition. Also erster Eindruck ist sehr klein und ziemlich voll. Also so voll sieht man eigentlich selten hier Strände, oder? Und ziemlich touristisch. So. Ah, hier ist Strand irgendwie schon zu Ende. Ich frage mich echt, ob das der Strand ist, den ich besucht habe. No, thank you. Bintang? No. Oh, so early. So No early. Bintang. So, wir sind jetzt am Suluban Beach. Hier ist das Single Fin. Ich glaube, da waren wir nicht dabei, aber hier war eine der Silvester-Auftaktpartys. Also es ist nicht so, als gäbe es so gar nichts. Einige gehen hier sogar ziemlich gerne hin. Also merken Single Fin am Suluban Beach. Oder auch bekannt als Uluwatu Beach anscheinend. Das für Leute mit Kleinkindern. Definitiv anscheinend was für Leute mit Surfbrett. Und dann kannst Aber wahrscheinlich auch nur für Leute mit Surfbrett, die es auch schon so ein bisschen drauf haben, würde ich mal so sagen. Also sieht nicht aus wie ein Anfänger-Surferstrand. Ach, bis da vorne kommen die ja nicht, aber guck mal, wie weit die rausschwimmen, um hier mal ein bisschen zu surfen. Ich glaube, ich wäre da draußen, bis ich da drüben angekommen bin, wäre ja schon so fertig mit der Welt, wenn ich es überhaupt bis da draußen schaffen würde. Und ich würde komplett einscheißen, dass ich da draußen ertrinke in die ganze. Wow. Schön kalt. Oh, scheiße. So, also wir haben ja keine Ahnung von Surfen, aber der Guido, den ihr gerade gesehen habt, der hat gesagt, dass dieser Strand für alle Surfer praktisch der Go-To-Strand ist. Also wenn gar nichts geht, weil irgendwo Wellen sind, hier sind immer ein paar Wellen. Also wenn ihr hier seid, um zu surfen, dann solltet ihr anscheinend wahrscheinlich auf jeden Fall mal hier vorbeikommen, obwohl mir echt noch ein Rätsel ist, wie man da vorne, seht ihr das? Mit dem Surfbrett runterkommt. Also Höhenangst ist hier nicht so ganz angesagt. Du siehst, wie viele da draußen sind. Ja. So, und das Wasser wird gar nicht so tief. Also das, was so scheiß weit weg aussah, ist scheiß weit weg. Aber das Wasser wird wohl nie wirklich tiefer als... Ich meinte ja bis zur Hüfte. Also bei großen Menschen. Also erst 1,90 nur so als Orientierung. Okay, dann fahren wir gleich an den nächsten Strand, oder? Welchen nehmen wir jetzt? Gucken wir nicht. Später gleich. Wieder Treppenlauf. Gibt's Affen?
Uns kostet 5.000 Euro. Oh, da ist ein Affe. Guck mal. Oh, da sind ganz viele Affen. Also der Stock wirkt Wunder. Oh, da geht's noch weit runter, ja. Gott. Man schafft es hier wirklich, keine 5 Meter zu laufen, ohne zugetextet zu werden. Die rufen tatsächlich Darling und Naomi nach mir. Also würde ich aussehen wie Naomi, ja? Echt mal. Oh mein Gott, ey. Ich bin jetzt tatsächlich 10 Meter über diesen Strand gelaufen oder von 5 Leuten angequatscht. Ja, wie ihr seht, ist das hier mal gar kein Vergleich zu den anderen Stränden in Phuket, also Jimbaran, Balangan. Das hier ist ein einfacher, wahnsinnig langer, durchgängiger Strand. Ihr könnt in die Richtung stundenlang laufen und es geht immer weiter. Also ihr könnt einfach laufen, 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 laufen. Ihr kommt dann irgendwann in Canggu und Tanalot und weiß ich nicht was an. Hier sind eigentlich so ziemlich immer Wellen. Von daher glaube ich ganz gut zum Surfen, aber es sind halt auch immer viele Menschen hier. Willkommen am Eco Beach in Canggu. Ich weiß nicht, ungefähr 20 Kilometer nördlich von Kuta Seminyak Vigan. Wetter ist nicht so berauschend, aber wie ihr seht, ist das ein geiler Surferstrand hier anscheinend. Wir filmen uns hier mal gegenseitig. Ja, wie ihr seht, ist das hier kein Vergleich zu Kuta oder Seminyak im Sinne von viele Menschen. Es ist aber praktisch wirklich so, dass du volle Strände ausschließlich in Seminyak, Vigan und Kuta findest. Alle anderen Strände sehen eigentlich eher so aus wie die hier. Relativ menschenleer oder tatsächlich ganz leer. Gibt's auch. Das sind dann so die ganz versteckten Buchten, wie Honeymoon Beach in Jimbaran zum Beispiel. Wir haben jetzt hier gerade
gerade eine kleine Hundeinvasion. Das sind, glaube ich, schätze ich mal, im Wesentlichen Streuner. Die findet man hier in Bali sowieso massenhaft. Da vorne zerstören sie gerade die Burg von einem kleinen Jungen. Der Kollege hier wurde gerade von einem Hund angepisst, als er nicht schnell genug geguckt hat. Ja, also die Hunde sind hier überall, also Bali wenig und hier oben am Strand anscheinend auch, eigentlich den ganzen Tag. Die sind eigentlich zahm. Normalerweise braucht man vor denen keine Angst haben, aber ich kraul sie jetzt auch nicht unbedingt. Einige Hunde werden hier aber anscheinend auch von Leuten einfach gerade mit angeschleppt, so an der Leine. Also es sind nicht alle Streuner, man kann das hier ein bisschen schwer auseinanderhalten. Ja, und jetzt zieht euch mal den Sonnenuntergang jetzt rein. Ist das geil oder ist das geil oder was? Am Strand von Sanur im Süden Balis. Und ja, wir haben hier gerade Ebbe. Wir sind direkt vor dem Hyatt Hotel, was eine Bauruine ist. Das ist irgendwann vor einem Jahr sollte das renoviert werden. Es gab die Lizenz nicht und jetzt steht das Ding still. Hier seht der Strand ist super leer. Hier sieht es immer so aus. Jetzt im Moment ist gerade Ebbe. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber da hinten am Horizont, hinter dem Boot, da ist die nächste Insel, das ist Nusa... Gott, welches ist das? Nusa Lembongan, glaube ich. Und da hinten am Horizont, falls ihr das erkennen könnt in dem Video, seht ihr den höchsten Berg Balis, das ist der Mount Agung, heißt der, glaube ich. Ja, und ansonsten ziemlich entspannt. Also im Moment ziemlich windig, wie schwer zu erkennen ist, ist aber nicht immer so windig. Und ja, die kosten allerdings was. Und im Grunde genommen keine Verkäufer, du hast hier halt Ruhe. Wenig Touristen, also auch wenig Locals, wenig Menschen generell. Ideal zum Kitesurfen. Oder einfach mit kleinen Kindern im Sandmatsch spielen. Das Wasser wird bis da ganz hinten. Falls ihr das erkennen könnt, wo die Wellen brechen, da fängt halt das Riff an. Das ist allerdings tot. Also hier gibt es keine weltbewegenden Korallen. Das ist ja trotzdem für kleine Kinder ganz schön, weil hier halt auch Fische relativ nah. Und ja, also nie Wellen, immer flaches Wasser. Und es ist aber auch immer Wasser da. Also selbst bei Ebbe, so wie jetzt, ist halt immer noch Wasser da. Es gibt Strände, da ist gar nichts mehr. Das ist, also dass ich hier Ebbe und Flut sehr deutlich bemerkbar mache. Leute, ich mache mich nass. Guckt euch das doch mal an.